Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zum Thema Narvik, das Oberkommando verweigert Hitlers Befehl. Das kam ja nicht so oft vor im Zweiten Weltkrieg, dass das Oberkommando Hitlers Befehl verweigerte. Narvik war ein wichtiger Hafen in Norwegen, genauso wichtig für die Briten wie für die Deutschen. Am 17. April 1940 landeten starke britische Truppen nördlich von Narvik, die dann von aus östlicher Richtung vorstoßenden Verbänden unterstützt wurden. Zusammen mit den entlang der Erzbahn östlich von Hundalen bis zur schwedischen Grenze gesammelten norwegischen Truppen schlossen sie die Gruppe Dietl mit 1800 Gebirgsjägern und 3000 Matrosen von 3 Seiten aus ein. Im Süden von Narvik landeten zusätzlich starke Verbände, es waren polnische Exiltruppen. So traten insgesamt 20.000 alliierte Soldaten gegen die 4.800 Mann starke Gruppe von Generalleutnant Dietl an, die von den deutschen Truppenteilen vollkommen abgeschnitten war. Eduard Dietl war seit 1909 Berufsoffizier. Nach dem Ersten Weltkrieg war er Lehrer an der Infanterieschule München und kam dadurch mit Hitler in Berührung. 1935 übernahm er ein Gebirgsjägerregiment, 1938 die Gebirgsjägerdivision in Graz. Dietl blieb 1940-41 in Nordnorwegen, bis er bei Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion den Frontabschnitt Nordfinnland, auch Murmansk-Front genannt, übernahm. Dort konnte er jedoch keine nennenswerten Erfolge erzielen. Er starb 1944 bei einem Flugzeugabsturz in Österreich. Jedenfalls wurde die Gruppe von Dietl, wie gesagt, seine Gruppe war 4.800 Mann stark, von rund 20.000 alliierten Soldaten eingekreist. Aufgrund der katastrophalen Lage gab Adolf Hitler persönlich den Befehl, Narvik aufzugeben. Der Befehl lautete, ich zitiere, an Generalleutnant Dietl. Erstens, alle Nachrichten deuten darauf hin, dass feindliche starke Aktion gegen Narvik vorbereitet wird. Auf die Dauer werden sie in Anbetracht ihrer Bewaffnung und Ausrüstung nicht standhalten können. Zweitens, die Überführung und Versorgung weiterer eigener Kräfte mit Artillerie ist nicht möglich. Drittens, ihre wichtigste Aufgabe bleibt trotzdem, sich so lange als möglich zu behaupten. Dadurch müssen sie Zeit gewinnen, um die Benutzung der Erzbahn durch die gründlichste Zerstörung der Bahn und ihrer Kunstbauten auf lange Zeit hinaus für den Gegner unmöglich zu machen. Punkt 4 erläuterte die Aufgabe, möglichst viele Gegner möglichst lange zu binden. Der letzte Punkt des Hitlerbefehls schlägt vor, sich über Land nach Süden durchzuschlagen, Marschunfähige nach Schweden abzuschieben oder aber den Versuch zu unternehmen, die Truppe mit Seeflugzeugen zu evakuieren. Der Befehl schloss, ich zitiere, wenn beide Möglichkeiten ausscheiden, handeln Sie so, dass die Ehre der deutschen Wehrmacht fleckenlos bleibt. Adolf Hitler. Zitat Ende. Der mit der Weitergabe des Befehls betraute Oberleutnant Bernhard von Lossberg verweigerte die Anweisung jedoch und gab nach Rücksprache mit dem Chef des Wehrmachtsführungsstabes, Generalmajor Alfred Jodl, und dem Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walter von Brauchitsch, am 18. April einen ganz anderen Funkspruch an Dietl in Narvik durch. In diesem Funkspruch wurde Dietl aufgefordert, die Stellung bis zum letzten Mann zu halten. Dietl befolgte diesen Befehl und zog sich zunächst in die Berge zurück. Ein Monat eines unglaublich zähen Kleinkrieges begann. Dietl verteidigte sich gegen einen zahlenmäßig oft 10-fach überlegenen Gegner und aus den Fjorden heraus schoss die Schiffsartillerie in jedes noch so kleine deutsche Felsennest. Es war ein Kampf um Leben und Tod.
Sekunde für Sekunde, Tag für Tag, Tag und Nacht. Unglaublich, wie die deutschen Soldaten diese Gruppe, die sich einer 10-fachen Übermacht manchmal stellen musste, wie zäh sie gekämpft haben. Man darf das heute nicht vergessen, was das für jeden Einzelnen bedeutet hat. Der Historiker Christian Zentner schrieb, ich zitiere, die Alliierten gehen unglaublich langsam voran. Dies hat 2 Gründe. Engländer und Polen sind in dem alpinen Gelände ungeübt. Nur die Franzosen bringen eine Anzahl trainierter Alpenjäger ins Gefecht. Die mit dem Land vertrauten Norweger sind wiederum schlecht bewaffnet. Die Alliierten haben die Schwäche der Deutschen inzwischen erkannt, sind sich ihre Siege sicher und wollen sich durch behutsames Vorgehen unnütze Opfer ersparen. Dietl hielt durch. Dietl und seine Gebirgsjäger, aber auch seine Matrosen, die ja nicht als Gebirgsjäger ausgebildet worden sind, hielten lange Zeit durch. Das war der heldenhafte Kampf einer zahlenmäßig oft weit unterlegenen deutschen Truppe gegen die Alliierten. Hitler hatte befohlen, sich zurückzuziehen. Das Oberkommando hatte diesen Befehl umgewandelt in Durchhalten. Später sollte es oft umgekehrt sein, aber in diesem Fall hat das Oberkommando gegen Adolf Hitler gesprochen und seinen Befehl umgewandelt. Ich wiederhole, das kam nicht so oft vor. Später war es so, dass Hitler immer wieder Durchhaltebefehle gab, obwohl es an der Zeit gewesen wäre, die Truppen zurückzunehmen und die Front zu verkürzen, um eine stärkere Verteidigungsstellung ausbauen zu können. Das wurde jedoch später oft versäumt und auch deshalb hat das Reich den Krieg verloren, aber das ist eine andere Geschichte. Alles zum Feldzug in Skandinavien in meinem Buch, meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, dieses Mal Band 5. Im Band 5 erfahrt ihr alles über den Feldzug in Dänemark, was ja eigentlich gar kein richtiger Feldzug war, weil die Dänen haben ja ziemlich kooperiert, muss man ja sagen. Ihr erfahrt zudem alles über Norwegen, aber auch über Belgien, Holland und auch Frankreich. All diese Feldzüge sind in Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 5 enthalten. Zum Schluss möchte ich noch auf mein neues Buch, ihr seht es im Hintergrund, hinweisen. Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Es sind Millionen deutscher Tote, die ich alle aufgeführt habe in meinem Buch. Und zwar einzigartig und erstmals habe ich eine verschwiegene Massenmordbilanz an uns Deutschen erstellt. Ich habe sie ausgedruckt, also sie ist im Buch enthalten, aber ich habe sie ausgedruckt, um sie euch zeigen zu können. Ihr seht also hier das Datum, hier der Ort, hier wie die Deutschen umgekommen sind und die Zahl der Toten. In dieser verschwiegenen Massenmordbilanz sind alle Massenmorde an uns Deutschen durch die Alliierten aufgeführt. Es sind mehrere Millionen. Es sind so viele Millionen, dass ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Und keiner hat sich bisher die Arbeit gemacht, diese Millionen Tote der Deutschen, diese Millionen deutsche Toten der alliierten Massenmörder in einer Tabelle zusammenzuzählen, sodass wir auch wissen, wie unser Volk gelitten hat, wie unsere Großeltern, unsere Großväter, unsere Großmütter, ja sogar mein Vater, wahrscheinlich viele Väter von euch noch, wenn ihr älter seid, was die alles erlebt haben. Wenn ihr also teilhaben wollt an dieser Gedenkkultur, kauft euch dieses Buch. Es sind sehr viele Zeugenaussagen enthalten, sehr viele Statistiken, verifizierbar, nicht wegklagbar. Alle Massenmorde an uns Deutschen und die Pläne der Alliierten, um ganz Deutschland zu vernichten.
Es sind viele Pläne gewesen, die Millionen Deutsche getötet hätten. Alles in diesem Buch mit 130 sehr grausamen Fotos, die ich aber ins Buch genommen habe, damit unser Leiden auch ein Gesicht bekommt. Das Buch ist in 3. Auflage erschienen. Es ist auch ein Zeitzeugnis für die Nachkommen, vielleicht für Kinder, die dann wissen, was ihre Eltern, ihre Urgroßeltern und Urgroßeltern alles erleben mussten. Abonniert mich auch bei Telegram, dort bin ich täglich mit Audionachrichten und anderen Nachrichten. Und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf Telegram abonnieren. Er kostet nichts, erscheint jede Woche. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.